Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Nach einer Folge über Online-Schulen sprechen wir heute über Homeschooling. Familien, die ins Ausland ziehen wollen, überlegen ja, wie ihre Kinder dort weiter lernen können. Und eine Möglichkeit ist Homeschooling. Sebastian hat damit ja selbst viel Erfahrungen und er teilt mit uns erst einmal ganz allgemein seine Einstellung und Einschätzung zu diesem Thema. Nicht nur, dass natürlich das Thema Erziehung und Bildung, Ausbildung der Kinder ein Riesenthema ist, wenn man umzieht. Wir haben auch immer mehr Mandanten, die eben spezifisch aus dem Grund umziehen. Ja, also wir wissen ja, dass Deutschland, was Homeschooling betrifft, anders als sehr viele andere Länder, sehr diktatorisch ist und dort mit allen Geschossen auffährt und Eltern hier davon abhält, bis hin zu rechtlichen Schritten und so weiter. Also völlig überzogen und völliger Wahnsinn. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und es gibt natürlich viele Mandanten, die jetzt hier nicht den Staat, sage ich jetzt mal, als den primären Ausbilder der Kinder sehen, sondern eigentlich die Eltern in der Rolle sehen und finden, dass es die in erster Linie Verantwortung der Eltern ist, sich um die Ausbildung der Kinder zu kümmern und nicht die des Staates. Ja. Und die also ganz spezifisch also auch, sage ich jetzt mal, sich Länder raussuchen, wo Homeschooling legal ist, etabliert ist, wo es eine gewisse Infrastruktur gibt, wo es eine Community gibt für Homeschooler, wo man das also machen kann, ohne jetzt hier mit Repressalien rechnen zu müssen seitens der Obrigkeit. Ja. Wie du schon selbst gesagt hast, ich habe selbst Homeschooling gemacht. Also ich habe ja jede Menge Kinder, 9, um genau zu sein. Und wir haben ja in den USA gelebt, lange Jahre. Und ich habe dort also vielfach Homeschooling betrieben über mehrere Jahre. Meine Erfahrungen sind jetzt absolut positiv, wobei ich jetzt nicht jemand bin, der jetzt hier gegen Schule ist. Ja, also ich meine, ich denke als Erwachsener, da kann man die Sachen nicht schwarz und weiß sehen, da gibt's Nuancen. Ja, und also es gibt sehr gute Schulen. Und für manche Kinder ist die Schule gut, für manche Kinder ist das Homeschooling besser. Man kann das so also nicht hier verallgemeinern. Man muss jetzt sehr genau überlegen. Aber grundsätzlich Homeschooling ist eine super Sache. Hat mir sehr gut gefallen, hat meinen Kindern sehr gut gefallen, hat uns unglaublich bereichert und würde ich jedem empfehlen, auszuprobieren, der sich darüber im Klaren ist, was das konkret bedeutet, ja, dem Aufwand, den es kostet, die Zeit, den es kostet, die Energie, die es kostet und so weiter. Also wer da wirklich das machen möchte, ja, dem kann ich das absolut empfehlen. Also ich bin absolut ein Befürworter von Homeschooling. Meine Erfahrungen damit sind also in jeder Hinsicht sehr positiv gewesen. Jetzt könnte ja jemand oder Bedenken haben, ein Kind, das jetzt vielleicht einige Jahre Homeschooling genießt oder erhält, dass es vielleicht später, sollte die Familie wieder zurück ins Heimatland gehen oder auch in ein anderes Land umziehen, vielleicht dann dort benachteiligt ist, weil es Homeschooling hatte, oder vielleicht will es später auf die Universität gehen und hätte dann Nachteile. Kannst du dazu was sagen? Nein, das ist Quatsch. Also ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ich weiß, dass es diese Gerüchte gibt. Aber wie gesagt, also man muss natürlich wissen, dass es da seitens natürlich der Lehrer und der Leute, die dort ideologisch stark gegen das Homeschooling sind, natürlich ja auch jede Menge Gerüchte verbreitet werden. Was das anbelangt, die Statistiken, wenn man die sich anschaut, dann sind die sprechen die absolut gegen solche Aussagen. Ja. Also es ist so, dass zum Beispiel bei den meisten Universitäten jetzt gerade im angelsächsischen Raum, wie gesagt, das deutsche Bildungssystem ist so ein bisschen speziell, aber gerade im angelsächsischen Raum werden Homeschooler sehr gerne genommen bei Universitäten. Die meisten Homeschooler schneiden akademisch überdurchschnittlich ab und insofern gab es da keinerlei Probleme. Also meine Kinder hatten kein Problem, zurück in die Schule zu kommen, zurück in die Schule zu gehen oder dann an die Universität zu kommen oder dort dann wieder anzuschließen, wo sie waren. Also das Homeschooling hatte dort absolut keine negativen Einflüsse darauf. Man muss es natürlich dazu sagen, ich bin jemand, der sich jetzt immer, ich sage mal, der deutschen Expat-Community verweigert hat, ja, seit ich im Ausland bin. Also ich habe nie den Anschluss gesucht an Deutsche im Ausland. Ich halte es für oftmals diese Expat-Communities, die so speziell so im Ausland sind und dann hier ihre eigenen, sozusagen in ihrem eigenen
ihr eigenes Süppchen da machen wollen, sich da treffen wollen und so weiter, dort sozusagen dann gemeinsam die Heimat zu holen. So halte ich persönlich für eine ganz ungesunde Sache. Und viele dieser Leute, die dort engagiert sind, halte ich auch für sehr unangenehm. Also ich habe das nie gesucht. Ich habe immer den Anschluss an Einheimische gesucht, an einheimische Familien. Also in England an Engländer, in Amerika an Amerikaner. Meine Kinder sind immer auf englische, amerikanische Schulen oder eben dann Homeschooling mit entsprechenden Programmen gegangen, wo man dann entsprechende amerikanische Homeschooling-Communities gesucht hat. Also das heißt, die Kinder haben dort dann einen neuen Anschluss gefunden, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich meine, wir sind natürlich nie wieder zurück nach Deutschland gegangen. Ich könnte also jetzt auch gar nicht sagen aus eigener Erfahrung, wie das wäre, wenn wir jetzt zurückgehen nach Deutschland, in ein eigenes Land. Aber in Großbritannien oder in den USA war der Wechsel in die Schule absolut problemlos möglich. Und du hast jetzt angesprochen, dass deine Kinder ja jetzt in Englisch- oder amerikanische Schulen gegangen sind, beziehungsweise auch das Homeschooling genutzt haben. Würdest du jetzt aus deiner Erfahrung einer Familie, die mit den Kindern ins Ausland geht, eher Homeschooling in der Sprache des Ziellandes empfehlen oder des Heimatlandes? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Was ist besser oder hat beides Vor- und Nachteile? Also wie gesagt, ich denke, wenn man ins Ausland geht, dann geht man ins Ausland. Da sollte man sich distanzieren vom Heimatland, sowohl sprachlich als auch mental, um hier wirklich neue Erfahrungen zu sammeln. Also ich würde keinen empfehlen, auf eine deutschsprachige Schule oder so zu gehen. Ich würde immer die englischsprachige Schule empfehlen. Wenn man das macht mit dem Ausland, dann sollte man es richtig machen. Wenn man solche Ängste hat, ja, dann sollte man nicht ins Ausland gehen, meiner Meinung nach. Es heißt ja immer, dass in einer klassischen Schule nicht nur Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen und ethische Werte vermittelt werden oder die Persönlichkeitsentwicklung gefördert wird. Wir wollen von Sebastian wissen, wie seiner Erfahrung nach hier Homeschooling abschneidet. Es ist natürlich so ein Mythos und so ein Gerücht, was sich ja hartnäckig hält, ja, dass hier letztlich Kinder, die homeschoolt werden, dass sie nicht sozialisiert werden. Aber wie gesagt, meiner Erfahrung nach ist es Quatsch. Also im Gegenteil, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, auf die Sozialisierung hätte ich verzichten können. Ne? Und ich denke, so geht es vielen anderen auch. Ja? Also wenn meine Kinder nicht homeschoolt werden oder wurden und sie in Schulen gegangen sind, dann waren wir natürlich sehr selektiv, ja. Was die Schulen anbelangt. Und dann haben wir natürlich spezifisch darauf geachtet, dass die zum Beispiel in kleine Schulen gegangen sind, Privatschulen gegangen sind, jetzt zum Beispiel in auch religiöse Privatschulen, weil dort auf bestimmte Werte besonderer Wert gelegt wurde. Ja. Aber so generell, dass die Sozialisierung in der Schule jetzt irgendwas Positives ist für Kinder, würde ich jetzt mal als allgemeine Aussage nicht so stehen lassen. Ja. Also wir wissen, da gibt es viel Bullying. Da kommen Kinder unter die Räder, die besondere Anforderungen haben, die vielleicht in mancher Hinsicht ein bisschen schwach sind oder in anderer Hinsicht besonders stark sind. Darauf wird in der Schule nicht wirklich eingegangen. Wenn man eine Familie hat, mehrere Geschwister und sich dann noch zusätzlich immer viel mit Freunden und einer Homeschooling-Community trifft, was ja immer der Fall ist, wenn man Homeschooling macht. Ja, man hat in der Regel ja dann Gleichgesinnte, die auch Homeschooling machen. Also wir haben uns in den USA regelmäßig getroffen, einmal pro Woche, mindestens mit anderen Homeschoolern, mehrmals pro Woche. Wir haben ja auch auf einer Ranch gelebt. Dort hatten wir Angestellte, die haben dort mit ihrer Familie gelebt. Also da waren ohne Ende Leute, ja, durch die Kinder sozialisiert wurden. Aber eben Sozialisierung durch uns als Eltern gesteuert, ja. Und nicht durch die Schule gesteuert. Sozialisierung ist natürlich wichtig, aber die findet in der Familie statt und in der Homeschooling-Community natürlich auch. Vielleicht können wir das jetzt nochmal versuchen, ein bisschen zu trennen, weil es ja vielleicht unterschiedliche Vorstellungen gibt. Wenn wir jetzt das Wort Homeschooling erwähnen, manche sehen dort vielleicht eine Online-Schule, die jetzt ein Kind von jeden Tag besucht, und andere haben jetzt wieder vielleicht die Vorstellung, dass die Eltern das Schooling übernehmen. Also vielleicht kannst du noch mal ganz klar, also ja, Klarheit bringen in die Definition, was du jetzt selber darunter verstehst, oder wie du das abgrenzen würdest voneinander. Also das Thema Homeschooling und das Thema Online-Schule. Ja, also das ist sicherlich ein ganz guter Punkt. Ich habe beides gemacht, ja. Also der klassische Homeschooling-Approach ist der, dass die Eltern letztlich mit den Kindern lernen, für das Lernen verantwortlich sind. Aber natürlich gibt es dort dann sehr umfangreiche Materialien online und natürlich auch offline, traditionellen Formen von Büchern, aber auch offline, auch online im Sinne von jetzt keine organisierte Schule, aber zum Beispiel solche Lehrvideos, die man sich anschauen kann, ja, und womit man lernen kann. Im Homeschooling ist wird sehr viel Wert auf Eigenverantwortung gelegt. Ja. Das heißt, die Kinder im Grunde erarbeiten sich ganz viele Dinge selbst. Die Materialien sind so aufgebaut, dass die Kinder sich selbst den Inhalt mehr oder weniger selbst erarbeiten können.
indem sie dort regelmäßig arbeiten. Es wird dann einfach schwerer und komplexer und baut auf dem auf, was die Kinder bereits gelernt haben. Und die Eltern sind eigentlich nur jemand, der das Ganze mehr oder weniger ermöglicht, die den Raum schaffen. Ja, die also sagen, okay, Kind, jetzt setz dich dahin, jetzt machen wir das zusammen. Die also bei den Abläufen eher helfen, die den ganzen Prozess strukturieren. Aber nicht unbedingt die sind, die jetzt das Wissen vermitteln. Ja. Ich meine, jeder hat ja Sorge und fragt sich, wie soll ich jetzt dort bestimmte Mathematikaufgaben hier zum Beispiel vermitteln oder irgendein anderes Fach. Also oftmals ist es so gemacht, dass das Kind letztlich sich diese Dinge selbst aneignen kann. Manche würden vielleicht einen externen Nachhilfelehrer oder so zusätzlich engagieren. Es gibt wiederum andere Möglichkeiten, zum Beispiel in den USA, die sogenannte One-Day Academy heißt es, wo man sich dann, wo die Kinder einmal pro Woche dann hingehen können für den ganzen Tag. Dort gibt es dann verschiedene Lehrer, die dann mit Hausaufgaben und so weiter helfen können. Also das ist, wo die Eltern tatsächlich dann hier für den Unterricht mehr oder weniger verantwortlich sind. Dazu parallel gibt es eben dann jede Menge Online-Schulen, wo man die Kinder anmelden kann für eine bestimmte monatliche Gebühr. Also meine Kinder haben das zum Teil gemacht. Ich glaube damals, das war also vor einigen Jahren, war die Gebühr vielleicht so zwischen 400 bis 500 Euro im Monat. Und dort gibt es dann tatsächlich Lehrer und auch andere Kinder, die dann dort teilhaben. Da gibt es entweder ein Virtual Classroom zum Beispiel und sowas Ähnliches wie Zoom, sage ich jetzt mal, wo dann der Unterricht dann abgehalten wird. Oder aber dann auch Online-Aufgaben, die dort bearbeitet werden. Also da wird eine komplette Plattform in der Regel zur Verfügung gestellt, plus eben Personal, was natürlich dann auch, plus Lehrer, die dann tatsächlich auch hier Klassen unterrichten, bei den Hausaufgaben helfen und so weiter. Also es gibt die verschiedensten Dinge. Das klassische Homeschooling ist, wie gesagt, dass die Eltern selbst sich mit den Kindern täglich hinsetzen und dafür sorgen, dass die das Material durchgehen oder den Kindern anderweitig den Lehrstoff vermitteln. Okay, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ob es nicht auch schnell passieren kann, dass Eltern dann überfordert sind. Ne? Also, oder vielleicht, dass so nach einer bestimmten Zeit da so ein bisschen der Schliff fehlt, vielleicht auch dass die Kinder vielleicht vom Lehrer mehr Respekt hätten als vor den Eltern, wenn der Lehrer sagt, morgen sind die Hausaufgaben fertig und dass das vielleicht was anderes ist, als wenn die Mama das sagt, ne? Bis morgen hast du das zu erledigen. Ist das so oder wie können Eltern vielleicht mit dieser Herausforderung zurechtkommen dann? Ist jeder, der sich da heranwagt, der muss auf jeden Fall davon ausgehen, dass es nicht einfach ist, dass es mit großen Herausforderungen und auch Frustrationen verbunden ist, dass es Zeit braucht, sich dort reinzufinden, dass es Rückschläge gibt, ja, oder dass man zumindest meint, man hat jetzt den Rückschlag erlitten, dass man manchmal das Gefühl hat, es geht nicht richtig voran, dass es an Disziplin fehlt, dass man schlicht und ergreifend dann auch sich als Eltern dort überfordert fühlt und hier versucht ist, dann die Flinte relativ schnell ins Korn zu schmeißen. Also das ist absolut so. Ja. Und wir alle haben das jetzt ja erfahren während Corona, wo ja viele letztlich dann unfreiwillig hier in die Rolle der Homeschooler gekommen sind und viele werden das natürlich bestätigen können, dass das eine schwierige Zeit war. Also es ist absolut so, dass es natürlich mit einer großen Herausforderung verbunden ist und man muss schon also das zu machen, weil es Spaß macht oder so. Ich glaube, das ist wie bei allen Sachen. Der Spaß hört relativ schnell auf. Ja, das wird dann einfach Arbeit, es wird knüppelharte Arbeit und hier ist natürlich der Vorteil der Schule als eine Institution, die den Eltern tatsächlich Arbeit abnimmt. Das kann ich absolut unterschreiben. Ja, also das ist absolut der Fall. Ja. Meine Erfahrung ist einfach, man muss einfach weitermachen. Ja. Einfach weitermachen, sich nicht entmutigen lassen, einer Strategie folgen und flexibel sein und zunächst am Anfang nicht zu viele Ansprüche an sich selbst haben. Also das, denke ich, sind die wichtigsten Sachen. Ne. Wie gesagt, ich stimme wirklich zu, also die ganzen Konflikte. Also man muss davon ausgehen, dass das eine gewisse Zeit braucht, bis man eine Routine findet und das etabliert hat. Das ist keine einfache Sache. Sind Kinder, die Homeschooling erleben, dicker als Kinder, die in die Schule gehen? Weil sie haben ja keinen Sportunterricht, oder? Und man bewegt sich, der Schulweg, es besteht aus 5 Metern Schulweg, wenn man so will, oder? Es gibt keinen Sportunterricht. Also was kannst du dazu sagen? Der Unterschied ist eigentlich folgender. Ja. Während du bei der traditionellen Schule in die Schule gehst und dann findet der Unterricht dann dort in der Schule statt und dann kommst du ja nach Hause und dann ist der Unterricht fertig, dann musst du vielleicht eine Hausaufgaben machen, ist das Homeschooling eigentlich was anderes. Und
beim Homeschooling wird eigentlich der ganze Tag gestaltet als eine Lernerfahrung für das Kind. Okay. Also das Kind hilft mit, zum Beispiel bestimmte Dinge vielleicht zu kochen oder man bastelt was oder man geht in ein Museum oder man geht spazieren und zeigt dem Kind dabei Bäume und Pflanzen. Ja, also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass Homeschooling das ist, wo man dann jeden Tag 2 Stunden am Tisch sitzt und das war's, ja, sondern im Grunde der ganze Tag wird in eine Lernerfahrung für das Kind gestaltet. Und also wie gesagt, wir haben viel Homeschooling gemacht auf der Ranch in Texas, wo wir waren. Und da war alles. Wir haben mit Tieren umgegangen, wie man Tiere füttert, wie man Tiere pflegt. Also wir hatten 40 Pferde. Das ist dann alles Teil des Homeschoolings. Ja. Also deswegen, man darf sich nicht so vorstellen, als was, wo man dort nichts macht, ja, sondern der ganze Tagesablauf und natürlich viel Zeit draußen gehören natürlich dazu, klar. Mhm. Gibt es jetzt vielleicht einen bestimmten Typus von Kindern oder vielleicht auch von Eltern, wo du sagen würdest, also in dem Fall würde ich es nicht empfehlen? Also ich habe tatsächlich Kinder, ich kann mich zum Beispiel an meine Tochter erinnern, die sagt ganz klar, ich möchte gerne in die Schule gehen. Mir gefällt die Schule besser. Meine Eltern, die gehen mir auf die Nerven. Ich möchte nicht mit denen jetzt auch noch hier den ganzen Tag verbringen, sondern ich bin gerne, gehe raus aus dem Haus, gehe gerne in die Schule und es macht mir mehr Spaß, als zu Hause zu sein. Also das ist mal eine ganz klare Sache dann, den würde ich immer sozusagen, das würde ich immer respektieren. Das heißt, Kindern, denen es eigentlich gut gefällt in diesem ganzen Umfeld in der Schule, wie halt Schule so ist, viele Leute und so weiter, viel los, ja, die sich da wohlfühlen, denen wird es sicherlich in der Schule gefallen. Bei Eltern würde ich sagen, wer sich das nicht vorstellen kann, jetzt hier sowas wirklich durchzuziehen über einen längeren Zeitraum, weil er zum Beispiel nicht die Zeit hat oder weil er nicht die Ruhe hat oder weil man jetzt schnell aufgibt oder weil man sowieso schon mit den Nerven am Ende ist oder durch eine Phase geht, wo man wenig Kraft hat, wenig Energie hat, das würde ich definitiv dann nicht empfehlen. Also es ist, wie gesagt, viel Arbeit, es ist anstrengend und das ist eine echte Herausforderung. Ja. Okay, so. Was hat dich letztlich überzeugt, dass Homeschooling für deine Kinder die beste Methode ist? Genau, also wie gesagt, wir sind ja 2003 nach London umgezogen mit meiner damaligen Frau. Und dann waren im Grunde von 2003 bis 2008 meine Kinder dort in einer Privatschule. Eine sehr kleine Privatschule, also wir hatten insgesamt 120 Schüler. Die Klassen hatten, ich sage mal, maximal 10 Schüler, vielleicht 15 Schüler. War also eine katholisch orientierte Schule und ja, eine fantastische Schule, mit der wir sehr glücklich waren, wo die Kinder sehr glücklich waren. Es war so eine richtige, wie sagt man so schön, eine richtige Bubble. Ja? Also die Kinder waren dort behütet. Akademisch zählt diese Schule aber zu den 100 besten Prep Schools in Großbritannien. Ja? Also hervorragendes akademisches Niveau. Und wir sind dann eben 2008 in die USA umgezogen, nach Florida. Und meine Kinder sind dann auf die staatliche Schule gegangen. Und der Kontrast hätte natürlich größer nicht sein können zwischen dieser wohlbehüteten englischen Privatschule, sehr klein, in so einem Haus aus Backstein aus der Gründerzeit. Ja. Und jetzt auf diese staatliche Schule in Miami, die sehr groß war, weiß ich, 1000 Schüler oder so. Und zumal wir da noch neu waren in dem Land. Gut, meine Kinder sprachen natürlich fließend Englisch, weil wir kamen ja aus England. Und wir haben natürlich jetzt auch nicht in der schlechten Gegend in Miami oder so gewohnt, ja. Aber trotzdem, also es war ganz schwierig dort. Wir fanden es ganz schwierig, so die üblichen Dinge halt, Bullying oder halt einfach auch sich dort zurechtzufinden. Das war also tatsächlich eine schwierige Umgewöhnung für meine Kinder. Und auf der Basis haben wir dann entschieden, jetzt probieren wir das Homeschooling mal. Ja? Also ich meine Ex-Frau, die war Hausfrau damals und die hatte, glaube ich, auch Lust darauf, das zu machen. Die hatte selbst relativ viel Erfahrung durch gewisse Fernstudien, die sie gemacht hatte, sich Wissen anzueignen auf dem Weg. Die hat zum Beispiel an der Open University in Großbritannien studiert, was so der Fernuniversität Hagen entspricht in Deutschland. Die hatte also dafür ein gewisses Faible und hat dann angefangen, letztlich die Kinder so zu unterrichten. Und wie gesagt, also ich habe schon gesagt, also das ist natürlich arbeitsintensiv. Das ist dann auch tatsächlich mit Rückschlägen verbunden, wenn man will irgendwas probieren und dann kommt es bei den Kindern nicht an. Ich meine, natürlich haben Lehrer schon Erfahrung, natürlich auch Stoff zu vermitteln, ist ja völlig klar, den man sich letztlich aneignen muss. Sebastian bringt jetzt nochmal das Wichtigste auf einen Punkt. Also da gab es auf jeden Fall dann gewisse Stolpersteine, aber so im Großen und Ganzen hat das Ganze eigentlich sehr positiv funktioniert. Die Kinder haben es absolut geliebt, denen hat's total gut gefallen. Wir hatten dort eine gute Homeschooling-Community, wie gesagt, also eine Gruppe von anderen Homeschoolern, mit denen man dann gemeinsam Aktivitäten gemacht hat, einmal pro Woche oder mehrmals pro Woche.
Also es war alles in allem dann eine sehr gute Erfahrung. Ja, jetzt kannst du vielleicht noch was zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen sagen. Also das, was du da gemacht hast, das wäre ja zum Beispiel in Deutschland, in Ländern wie Deutschland undenkbar. Und in England und USA, das sind ja die beiden Länder, wo du gesagt hast, du hast selber schon gewohnt. Wir können dann nachher nochmal auf andere Länder eingehen. Aber wie ist dort zum Beispiel, also wie ist dort die gesetzliche Grundlage dafür? Ist es erlaubt oder ist es staatlich überwacht, eingeschränkt? Wird es kontrolliert? Also wie kann man sich das vorstellen? Ruft da jeden Monat mal einer an und fragt dann, so wie viele Stunden hast du deine Kinder diesen Monat unterrichtet? Wie kann man sich das vorstellen? Also wie gesagt, es gibt ja da auch sehr viel Informationen dazu, wo Homeschooling legal ist und wo nicht. Es gibt sehr viele Länder, wo es legal ist, auch in Europa. Also in UK und in Irland ist es legal, wobei ich es dort nicht gemacht habe. Aber und dort gibt's, wobei es stimmt, ich habe es auch dort gemacht. Und da gibt's praktisch keine Überwachung. Es gibt dort keine staatliche Stelle, wo man jetzt hingehen würde und dort um Erlaubnis fragen würde oder wo man da geprüft oder irgendwas einreichen muss. Ich meine, natürlich grundsätzlich ist es so, dass in Großbritannien oder in Irland Schulpflicht gilt bis 18 und man muss im Zweifelsfall natürlich zeigen können, dass die Kinder dort unterrichtet werden. Also wenn mal irgendjemand nachfragen würde. Aber ich meine, die Realität ist ja, man kommt dahin aus dem Ausland. Es gibt kein Meldewesen. Keiner weiß, dass man dort lebt, dass die Kinder existieren. Kindergeld in den Ländern ist sowieso so gering, dass viele es gar nicht beantragen. Also das heißt, man ist ja nicht auf dem Radar von irgendwelchen Behörden. In den USA ist es praktisch genauso, wobei da gibt es Unterschiede pro Bundesstaat. Wir haben in Texas gewohnt, in Florida, da gab es keinerlei Kontrolle, Einschränkungen oder sonst irgendwas. Also wir sind in der ganzen Zeit, und wir haben es über Jahre gemacht, da gab es nie kontrolliert worden von irgendjemand. Oder wie gesagt, es gibt Länder, wo man das extra beantragen muss, wo man dann, wie gesagt, wo dann hier eine gewisse Überwachung erfolgt. Weiß ich, dass die Kinder regelmäßig dann von irgendeinem Lehrer dann befragt werden, ob die auch tatsächlich mitkommen. Aber also, ich würde abraten, in so ein Land zu ziehen. Ja? Oder ich würde dann abraten, das Homeschooling zu machen, wenn man in das Land ziehen muss. Weil, wie gesagt, also leider sind ja dort ideologische Unterschiede, die aufeinandertreffen. Und es ist halt nun mal so, dass der Staat oftmals die Homeschooler eigentlich nicht gerne sieht und dann denen das Leben richtig schwierig macht. Ja. Ich hatte auch andere. Ich war zum Beispiel auch ja zweimal in Malta für ein Jahr. Und das eine Mal, als ich in Malta war, und in Malta ist es nicht erlaubt, Homeschooling. Aber wie gesagt, es gibt kein Meldewesen, man kommt da einfach an. Also ich habe es dann einfach in Malta gemacht. Ja. Also wir haben dann dort einen Hauslehrer gesucht und da habe ich dann eine Engländerin eingestellt, die dann jeden Tag kam. Und wir haben es einfach gemacht, ja, ohne jetzt dort um Erlaubnis zu fragen oder es irgendwo anzumelden. Waren ja sowieso nur für ein Jahr dort, also da fragt kein Mensch nach. Also vor allen Dingen, wenn man Ausländer ist, nicht klar. Also wenn ich jetzt natürlich Maltese gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen anders, ja. Aber ich meine, so als Ausländer, das interessiert niemanden. Das hast du ganz am Anfang schon gesagt, dass es ja Eltern gibt, die vielleicht gezielt ihren Wohnsitz wechseln wollen, weil sie gerne möchten, dass sie die Kinder im Homeschooling unterrichten können. Gibt es jetzt Länder, wo du sagen würdest, also keinesfalls in dieses Land, aber zum Beispiel dieses, jenes oder das andere Land, das kann man da wirklich sehr empfehlen? Auf der Negativliste wüsste ich jetzt nicht unbedingt, was ich jetzt dort nennen würde, aber auf der Positivliste in Europa, also Irland ist auf jeden Fall gut. Ich kenne Homeschooler in Irland. Großbritannien ist gut. USA ist sowieso gut, ja. Also zu anderen, ich meine, es ist natürlich auch, mir ist schon auch klar, dass das zum Beispiel auch Homeschooling legal ist zum Beispiel in Österreich, ja. Aber meiner Meinung nach ist es sehr restriktiv in Österreich, wobei ich mich da jetzt wirklich nicht so gut auskenne. Aber Irland und Großbritannien kann man auf jeden Fall empfehlen. Du hast vor uns mehrfach von der Community gesprochen, dass man sich da trifft und so weiter und so fort, dass die Eltern sich da treffen, vielleicht einmal pro Woche oder einmal im Monat. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, wie man als Elternteil, der die Kinder zu Hause unterrichtet, jetzt ganz konkret von der Community noch profitiert? Oder sind die Kinder dort vielleicht auch noch vernetzt? Es ist ja immer so eine Sache beim Homeschooling, dass letztendlich ja doch dem Kind Kontakt auch mit anderen Kindern möglicherweise fehlt. Wird das auch durch die Community dann mit abgedeckt, dass da Kinder sich untereinander kennenlernen? Also ganz kurz mal vielleicht, dass du darauf eingehst, was sind so die Vorteile und wie kann man sich das genau vorstellen, da diese Homeschooling-Community? Der Mensch ist ja ein Herdentier und wir alle wollen unseren Tribe sozusagen haben von Gleichgesinnten, wo man Erfahrungen austauschen kann, wo man sich auch gegenseitig unterstützen kann.
Und beim Homeschooling ist es ja ganz besonders so, denn also wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich sage mal, die Grundidee vom Homeschooling ist ja letztlich, dass die Eltern wieder zurück in die Position versetzt werden, dass sie eigentlich die primären für die Ausbildung der Kinder Verantwortlichen sind. Und wie sich auch Lehrer treffen, um ja Materialien auszutauschen, Methoden auszutauschen, Ressourcen auszutauschen, genauso muss man sich es auch in der Homeschooling-Community vorstellen. Es gibt in allen Ländern, wo Homeschooling einigermaßen populär ist, umfangreiche Ressourcen online, wo man zum Beispiel Gruppen findet auf Facebook oder anderweitig, die sich dann auch regelmäßig treffen. Also wir haben uns wöchentlich mindestens mit Homeschoolern getroffen. Man muss sich das so vorstellen, dass dann sich alle zu einer bestimmten Zeit in einem Park getroffen haben. Da gab es also im Park, keine Ahnung, Park ABC, wusste man jeden Freitag um 15 Uhr treffen sich dort die Homeschooler. Man hat vielleicht ein Picknick mitgebracht, die Kinder haben dann zusammen gespielt, haben Ball gekickt und so weiter. Und die Eltern saßen dann einfach da im Park und haben sich da unterhalten. Da waren wir halt ein paar Stunden und hat sich ausgetauscht, hat dann auch Freundschaften geknüpft und hat dann innerhalb dieser Freundschaftsgruppen dann auch zum Beispiel weitere Aktivitäten gemacht. Und natürlich, was dort auch ganz stark gang und gäbe war, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Elternpaar eine besondere Kompetenz hatte, also ich sag mal zum Beispiel, ein Vater war jetzt besonders gut mit Holz oder so, der war vielleicht ein Schreiner, ja. Dann hat man gesagt, okay, dann gehen wir noch mal mit 10 Kindern für einen Nachmittag dahin, 10 Kinder, 10 Väter und der Vater John zeigt uns jetzt mal, wie man mit Holz einen Tisch baut, ja. So. Dass man also dann die Ressourcen und das Wissen, was vorhanden war, eigentlich innerhalb der Community genutzt hat, ja, um dann seinen eigenen Lehrplan mehr oder weniger daraus dann zu strukturieren, Aktivitäten. Und man hat gesagt, na ja, hier diese Familie, die haben vielleicht mehrere Pferde, wie zum Beispiel bei uns, also gehen wir doch da mal hin und reiten mal. Oder diese Familie haben irgendwas anderes, ja. Und so findet da also dann ein reger Austausch statt, ja, unter der Community. Oder wenn man natürlich dann auf Schwierigkeiten stößt beim Homeschooling, hat man dann ständig Leute, die man ansprechen kann und denen man sagen kann, naja, momentan fällt es mir schwer, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt den und den Stoff hier vermitteln kann, hast du dann Erfahrung gemacht. Und oftmals finden sich dann Lösungen eigentlich in der Community. Also es ist auf jeden Fall so, dass man auf jeden Fall empfehlen kann, dort einen starken Community-Anschluss zu haben an eine solche Gruppe. Interessant wäre noch zu erfahren, in welchen Schulabschnitten die Kinder idealerweise im Homeschooling sein könnten und wie sich für ein Kind der Wechsel zwischen einer regulären Schule und dem Homeschooling gestalten könnte. Genau, also sicherlich gibt es da keine, sage ich jetzt mal, allgemeingültige Antwort drauf, sondern man muss sich eben anschauen tatsächlich, was ja das Ziel ist. Ja, also es sind natürlich auch Kinder jeweils dann unterschiedlich und in ihrer, sage ich jetzt mal, Veranlagung unterschiedlich in dem, was sie im Leben machen wollen. Aber man will natürlich seinen Kindern keine Chancen verbauen. Ja. Das ist ja letztlich immer das Wichtigste. Ja. Also man will jetzt nicht natürlich hier dafür verantwortlich sein, wenn Kinder das, was sie eigentlich gerne machen wollten, nicht verwirklichen können und ihr Potenzial nicht wirklich voll entfalten können. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Es ist deswegen so bei etlichen Homeschoolern, die ich kenne, dass sie zum Beispiel sagen, na ja, also spätestens, wenn es dann an die Oberstufe geht, ja, also 12., 13. Klasse, wechseln die Kinder dann in eine konventionelle Schule, um dann auch, sagen wir mal, hier, was die Universität betrifft, die maximale Flexibilität zu haben. Andere sagen, wir machen nur die Grundschule Homeschooling und machen dann die weiterführende Schule in der konventionellen Schule. Bei uns war es so, dass die Kinder konventionell auf die Schule gegangen sind und wir haben dann eben mehrere Jahre Homeschooling gemacht und die Kinder sind dann wieder auf eine konventionelle Schule gewechselt, als wir die USA verlassen haben. Also ich glaube, es gibt da keine wirklichen festen Regeln. Es hängt einfach ein bisschen davon ab, wie jetzt konkret die aktuelle Situation der Eltern ist und wie sich die Kinder eben auch hier entsprechend einrichten können. Ja, also ein Vorteil des Homeschoolings ist die große Flexibilität. Ja. Das heißt, man möchte sich im Grunde gar nicht unbedingt dort von Anfang an festlegen. Man möchte im Grunde sagen, ich werde das einfach mal ausprobieren. Ich mache das vielleicht einfach mal ein Jahr. Und wenn es nicht funktioniert, geht das Kind zurück in die Schule oder ansonsten mache ich weiter. Oftmals folgt Homeschooling ja einer gewissen, sage ich mal, Phase von angeblichem Fehlverhalten in der Schule, also wo ein Kind zum Beispiel verhaltensauffällig wird und man merkt irgendwie, dass bei dem Kind irgendwas nicht stimmt.
Vielleicht gibt es da Bullying oder sonst was und man sieht, man kriegt es mit der Schule nicht hin und man sagt, okay, jetzt mache ich es halt selbst zum Beispiel. Aber der große Vorteil ist die Flexibilität, dass man sich eben nicht festlegen muss. Diese Flexibilität wird natürlich auch beim Lernstoff ganz schnell deutlich. Ja. Also es gibt Kinder, die haben mit 8, 9 Jahren ein großes Problem, überhaupt Mathematik zu verstehen. Die verstehen das konzeptionell gar nicht. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, wie lange ich jetzt mit denen hier Mathe einpauke. Die verstehen das einfach nicht. Ja. Als Homeschooler habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich warte jetzt einfach mal 3 Jahre. Wir machen jetzt mal kein Mathe. Oder 1 Jahr machen wir jetzt mal kein Mathe und 2 Jahre. Und dann probiere es doch mal aus. Ja. Und man ist oftmals überrascht, dass dann auf einmal, wenn man es dann nochmal wieder probiert, das Ganze einfach mal ruhen lässt und dann einfach dann in einem Jahr Mathe nochmal probiert. Das klickt einfach alles und das Kind mit rasender Geschwindigkeit saugt diesen Stoff in sich auf, weil jetzt einfach das Kind im Laufe seiner Entwicklung bereit dafür ist, diesen Stoff aufzunehmen und jetzt auch die entsprechenden Synapsen im Gehirn connected sind, damit Mathematik eben verstanden und verarbeitet werden kann. Während also so dann das Mathematiklernen dann zu einer Freude wird, das Kind begeistert ist und wie gesagt, das lernen will, weil es sieht, es hat Erfolg, wäre es halt in der normalen Schule so, dass ich mich dort einfügen muss und das wird gepaukt, dann habe ich schlechte Noten, verliere den Spaß dran und werde erst recht schlecht. Also deswegen das Format des Homeschooling und wie lange ich das mache und auf welcher Schule und auf welche Art und Weise und wann die Kinder wieder in eine konventionelle Schule wechseln oder auch nicht. Ich glaube, das kann man den Eltern überlassen, diese Entscheidung zu treffen. Und die meisten Homeschooler machen das eigentlich richtig. Weil wie gesagt, wir alle haben ja zum Ziel, unseren Kindern hier maximale Möglichkeiten zu eröffnen. Das führt mich jetzt zu einer anderen Frage. Also nennen wir es mal so, zum Abschluss der Abschluss. Eltern, die sich damit noch nie beschäftigt haben, mag das ein wichtiges Thema sein. Nehmen wir mal an, die Kinder sind jetzt 10 Jahre, 12 Jahre, wie auch immer, von den Eltern doch im Homeschooling unterrichtet worden. Wer schreibt das Zeugnis? Also wie funktioniert der Abschluss sozusagen? Also wie kommen die Kinder am Ende wirklich zum Zeugnis, mit dem sie dann auch später gute Chancen haben, sich zu bewerben? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Also in den USA ist es so, dass du deine eigene Schule hast und deine Eltern schreiben das Zeugnis. Ja? Das heißt, wir machen zum Beispiel die Braune Eiche Homeschool in London auf. Ja? Brown Oak School in London. Ja? Und dann, genau, das steht dann überall drauf und die Eltern würden dann das Zeugnis schreiben, genau. Ja, das ist ja interessant, dass du das so sagst. Ich glaube, da melden sich vielleicht jetzt nachher einige der Erwachsenen Hörer noch und fragen die Schule, den Direktor der Schule zur Braunen Eiche, den Sebastian Sauerborn, ob er ihnen auch mal ein neues Zeugnis schreibt. Man würde natürlich dann ganz klar sagen, jetzt gegenüber der Universität oder so, dass das Homeschooling war. Ja, und es ist ja auch gang und gäbe, also gerade bei der Universität, wenn du bei der Universität bewirbst, ja, musst du ja auch allgemeine Tests machen. Jetzt gerade in den USA ist ja zum Beispiel so, dass man ja zum Beispiel SATs und so weiter machen muss, also sogenannte Scholastic Assessment Tests, ja. Und da muss man einen bestimmten Score erreicht haben, um dort dann überhaupt bei der Uni dann angenommen zu werden, ja. Das heißt, um dann überhaupt mal ins engere Kriterium zu kommen, muss man sowieso diesen Test machen. Den müssen natürlich auch Homeschooler machen. Und wenn die dort also nicht die minimale Punktzahl erreichen, dann haben sie sowieso keine Chance. Ja? Oder GMAT gibt's und dann auch TOEFL natürlich, also diese ganzen Sachen, GREs, ja. Diese ganzen Tests, da muss man natürlich Kinder darauf vorbereiten, dass sie diese machen können, ob Homeschool oder nicht, ja. Aber dann ist im Grunde dann die Frage, wie ich dann zum Beispiel das Highschool-Diploma erlangt habe über Homeschooling oder konventionelle Schule, ist eigentlich dann zweitrangig, ja, wenn ich diese Tests gut mache. Aber ich meine, man muss natürlich in der Lage sein, als homeschooltes Kind in solchen akademischen Standardtests gut abzuschneiden. Ja. Also wenn ich das nicht kann, wenn die Eltern das nicht vermittelt haben, dann ist natürlich ein Problem. Ja. Ich meine, man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit Waldorfschülern, die ja auch dann oftmals in Deutschland dann nochmal Abitur machen, ja, ganz normales staatliches Abitur machen. Das ist so eine ähnliche Situation. Ja. Waldorf hat ja auch ganz andere Schwerpunkte. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, das will ich jetzt nicht bewerten. Aber da werden ja auch andere Dinge in der Erziehung der Kinder und in der Ausbildung als wichtig betrachtet, die vielleicht in der klassischen Schule jetzt weniger wichtig sind. Aber wenn Waldorfschüler an die Uni wollen, müssen sie genauso das ganz normale Abitur machen. Die sitzen es halt dann als Privatschüler, dieses Abitur. Ja.
So muss man sich das vorstellen. Also wie gesagt, man muss natürlich, ich sehe absolut Homeschooling jetzt nicht als eine Alternative zu akademischer Exzellenz, ja, absolut nicht. Ja, also ich finde natürlich wichtig, dass die Kinder akademisch das Maximale erreichen. Ich denke halt einfach in vieler Hinsicht, wenn die Eltern dafür Zeit haben, kann man das auch über das Homeschooling erreichen. Klasse, hat mich überzeugt. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.